Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Diese tollen Strukturen könnt ihr mit der Dekalkomanie machen. Ich möchte euch zeigen, wie es geht und zum Schluss auch noch ein kleines Beispiel für die Anwendung. So, wir sind in meinem Atelier und ich habe hier einen MDF-Block. Der war schon mal bemalt. Und ich habe ihn jetzt neu grundiert. Dazu habe ich die Seiten erstmal mit Klebeband abgeklebt und dann 3-mal Gesso aufgetragen, sodass die Oberfläche schön glatt und weiß ist. Ihr könnt als Untergrund auch eine Malplatte, einen Keilrahmen oder auch Papier nehmen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Oberfläche versiegelt ist. Sie sollte schön glatt und wasserabweisend sein. Aus diesem Grund kommt jetzt eine Schicht Acrylbinder oben drauf. Diese Oberfläche muss komplett trocknen. Ich brauche außerdem etwas Tapetenkleister, den habe ich schon angerührt. Und dann meine Farben, ein transparentes Ultramarin, ein transparentes Saftgrün, und den eben erwähnten Tapetenkleister. Später brauche ich noch etwas Wasser aus einer Sprühflasche. Zum Drucken brauche ich eine stabile, aber flexible Plastikfolie. Das hier ist so ein Acrylglas, was man bei billigen Bilderrahmen manchmal findet. Alternativ kann man auch so eine Dokumentenhülle nehmen. Das funktioniert auch wunderbar. So, die Oberfläche ist komplett trocken. Ich hoffe jedenfalls, dass sie trocken genug ist. Mal schauen. Und dann kann es losgehen. Aus den Farben und dem Kleister mische ich eine dicke Paste und diese Paste trage ich auf die Oberfläche auf. Um noch etwas Feuchtigkeit hinzuzufügen, sprühe ich etwas Wasser auf. Wie ihr seht, kann man auch so schon tolle Strukturen erzeugen. Dazu habe ich euch ein Video in der Beschreibung verlinkt. Jetzt kommt meine flexible Acrylplatte ins Spiel. Ich lege sie auf und schiebe sie ein bisschen hin und her. Dann ziehe ich sie vorsichtig von einer Seite ab und schon haben wir die ersten Strukturen. Das Ganze kann ich natürlich auch nochmal wiederholen und ein paar Mal probieren, solange die Farbe noch feucht ist.
Jetzt probiere ich es nochmal mit der Dokumentenhülle. Sie ist flexibler und macht ganz andere Strukturen. Weil sie dünner und auch flexibler ist, kann ich die Farbe von der Rückseite besser manipulieren. Ich füge noch etwas von dem Ultramarin mit Kleister hinzu. Ich denke, das gefällt mir jetzt gut. Das werde ich jetzt trocknen lassen. Auf einem weißen Stück Papier kann ich dann die restliche Farbe, die noch an den Folien klebt, abdrucken. Daraus kann ich dann weitere Bilder entwickeln oder sie als Collagepapier verwenden. Die Folien kann ich nach dem Reinigen immer weiter verwenden. Ja, mein Bild muss jetzt erstmal lange trocknen und das kann auch einen ganzen Tag dauern. Lasst dem Bild Zeit. Hier seht ihr, wie
dick diese Kleisterfarbe auch auf den Strukturen ist. Bis die durchgetrocknet ist, vergehen einige Stunden. So, alles ist trocken. Um die Strukturen zu schützen, gebe ich wie immer eine Schicht Acrylbinder darüber. Diesmal nehme ich aber matten Acrylbinder. Das finde ich schöner. Nach dem Durchtrocknen könnt ihr dann dieses Bild als Hintergrund verwenden, als Inspiration für eine Ausarbeitung. Da könnt ihr auch gerne mal bei Max Ernst schauen im Netz. Oder ihr lasst es so. Im Folgenden zeige ich euch, wozu mich die Strukturen inspiriert haben. Dabei habe ich jetzt gar nicht so viel nachgearbeitet. Meine Idee war, den Strukturen eine etwas glattere Fläche gegenüberzustellen. Zunächst einmal mit einer hellen Farbe. Nach dem Trocknen habe ich mich allerdings entschlossen, das Ganze etwas dunkler zu gestalten. Solange die Farbe noch nicht komplett getrocknet ist, kann ich jetzt mit einer Sprühflasche etwas Wasser auf die obere Partie sprühen. Die Tropfen, die jetzt auf meine Strukturen gefallen sind, tupfe ich einfach wieder ab, damit nichts passiert. Oben dürfen die Tropfen bleiben. Ihr lasst also die dunkelblaue Fläche so lange trocknen, bis die Wassertropfen noch feucht sind und die Umgebung schon oberflächentrocken. Nach ein paar Minuten tupft ihr das Wasser wieder weg und wir haben kleine Sterne. Nach dem Trocknen lege ich eine ultramarinblaue Lasur über die hellen Stellen. Das gefällt mir besser. So, das ist mein Ergebnis. Ihr habt bestimmt viele neue Ideen, was ihr mit dieser Technik anfangen könnt. Vielleicht sehe ich auch ein paar Ergebnisse auf der Facebook-Seite Gerda Lipski Students. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und es hat euch gefallen. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.